so selten passt? Weil das Internet eine Erfindung des Satans ist. Naja, jedenfalls fast. Also, es ist ja meistens so, die Leute, die gute Shopdesigner sind, haben selten Ahnung von Käfern und die Ahnung von Käfern haben, sind von vorgestern, so wie ich, und können nicht mit dem Internet. Und brauchen da immer andere Leute dazu. Naja, wenn ihr euch zum Beispiel für euren Ovani oder für euren frühen Rechteckkäfer im Internet einen Scheinwerfer bestellt, dann geht ihr da in so einen tollen Shop und dann steht da, Scheinwerfer passend für alle Baujahre bis 67, was kriegt ihr dann? Ihr kriegt sowas hier und das ist ja auch qualitativ gut, das ist ein sehr hochwertiger Scheinwerfer, ist ein original heller Produkt, wird ja auch immer noch hergestellt, ist sogar relativ günstig und dann wollt ihr das einbauen, weil auf der einen Seite bei eurem Ovalkäfer das Ding kaputt ist und dann seht ihr, passt zwar rein, sieht aber kacke aus, ne? Weil es sieht ganz anders aus wie der Originalscheinwerfer auf der anderen Seite. Der sieht nämlich so aus. Was ist der Unterschied? Das ist ein asymmetrischer Scheinwerfer und das ist ein symmetrischer Scheinwerfer. 100-mal gehört, nie kapiert, was eigentlich der Unterschied ist. Das erkläre ich euch jetzt. Der symmetrische Scheinwerfer, das ist original bis 1960. Der hat hier nur so ein Ei im Glas. Der asymmetrische hat eine Struktur, wir nennen das intern die Käseecke. Und was hat es damit auf sich? Dieser Scheinwerfer, der symmetrische Scheinwerfer, die alte Version, der leuchtet die Straße symmetrisch aus. Rechts wie links leuchtet er die Straße ganz gleichmäßig aus. Und dann kam Ende der 50er Jahre die Firma Bosch auf die tolle Idee, wenn wir jetzt das Glas vorne, die Streuscheibe sagt man, wenn man da so eine Struktur reinbringt, dann kann man den Scheinwerfer ein bisschen höher stellen, dass er weiter leuchtet und zwar weiter das Licht auf der rechten Seite strahlt als auf der linken Seite strahlt und damit den Gegenverkehr nicht blendet, obwohl man die Straße weiter ausleuchtet. Und das ist dann ein asymmetrisches Licht. Das bedingte dann aber natürlich, dass man für Rechtslenkerländer wie zum Beispiel England, Japan oder Südafrika andere Scheinwerfer brauchte. Vorher konnte man da denselben für nehmen. Und vorher waren heller und Bosch-Scheinwerfer, umgekehrt, das ist ein heller Scheinwerfer, das ist ein Bosch-Scheinwerfer. Die waren zwar letztlich, wenn man das eingebaut hatte, vom Licht her gleich, aber alle Einzelteile, sieht man besonders, wenn man uns von hinten anguckt, waren unterschiedlich. Der Reflektor war unterschiedlich, die Einstellschrauben waren in anderen Positionen. Der hier unten beide Einstellschrauben, der hier auf Viertel vor 12 und sogar die Birnenfassung war unterschiedlich, das Distanzblech war unterschiedlich, die ganze Mechanik war unterschiedlich. Und da hat dann Herr Nordhoff Ende der 50er Jahre, als es dann zum asymmetrischen Scheinwerfer ging, hat dann gesagt, so, Herr Heller, Herr Bosch, da machen wir jetzt aber Schluss mit diesem Quatsch, dass jeder hier sein eigenes Süppchen kocht. Ihr macht zwar immer noch beide Scheinwerfer für VW, wir kaufen sowohl von dem einen als auch von dem anderen, aber konstruktiv müssen die gleich sein. Das heißt, beim asymmetrischen Scheinwerfer sind alle Einzelteile gleich und ist Heller und Bosch immer untereinander austauschbar. Warum mache ich jetzt so ein dickes Beef hier auf für symmetrisch und asymmetrisch? Weil es tatsächlich einen Unterschied macht am Auto. Erstmal leuchtet es unterschiedlich die Straße aus, aber es sieht auch anders aus. Wir gucken uns das hier mal an diesen Autos an. Wir haben hier diesen wunderbaren Ovalkäfer, der hat natürlich die originalen Scheinwerfer dran mit dem Ei im Glas und wenn man das mal so sieht, der guckt anders als da drüben der 65er. Der Ovale, der guckt so ein bisschen wie ein betrunkenes Kleinkind und der hier schaut schon ein bisschen erwachsener aus. Es geht also nicht nur darum, die Straße so und so auszuleuchten und was jetzt original und was nicht. Es geht ja auch ein bisschen um die äußere Erscheinung. Das macht ja auch viel her. Übrigens, kleiner Sidekick, die symmetrischen Scheinwerfer, wenn sie beim Käfer verbaut wurden, haben immer ein VW-Zeichen im Glas, bis auf die ganz, ganz ersten aus den 40er Jahren, die haben das noch nicht. Aber die 50er Jahre hat immer ein VW-Zeichen im Glas, was aber jetzt im Umkehrschluss nicht heißt, dass asymmetrische Scheinwerfer kein VW-Zeichen haben können. Denn als man gewechselt hat von symmetrisch auf asymmetrisch, da haben die allerersten im Spätsommer 1960, die allerersten asymmetrischen Scheinwerfer haben dann auch noch ein VW-Zeichen. Und das gucken wir uns jetzt mal gerade an. Hier an diesem schicken Samba-Bus. Der ist nämlich vom Spätsommer 1960, ist schon Modell 61, hat schon asymmetrische Scheinwerfer und hat trotzdem hier noch ein VW-Zeichen unten im Glas. Und mit diesem wunderbaren, unnützen Wissen
entlasse ich euch in das Wochenende. Damit könnt ihr reüssieren im Club, bei eurem Knusperpartner, den ihr damit beeindrucken könnt. Und dann klappt es auch am Wochenende.